Hallo meine Freunde, hola Madridistas, spürt ihr das Kribbeln? Ja, es geht los. Heute starten die Länderspiele für unsere Nationalspieler und dabei gibt es zwei Spiele, die herausstechen. Spiel Nummer 1. Natürlich um 18 Uhr Türkei gegen Rumänien. Das wichtigste Spiel der Türkei in den letzten 20 Jahren. Die Türkei seit über 20 Jahren nicht mehr bei einer WM dabei. Das ganze Laden schaut natürlich auf seine Spieler, insbesondere auf Arda Güler. Für ihn ist es das bisher wichtigste Spiel in seiner Karriere. Genauso wichtig ist für Andrei Lunin das Spiel Ukraine gegen Schweden. Allerdings ist Andrei Lunin nicht nominiert. Deshalb weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen geteilte Gefühle. Ihr wisst, ich wünsche mir, dass jeder unserer Spieler bei der WM dabei ist, diese Erfahrung machen darf. Naja, ich drücke Andrei Lunin die Daumen, dass die Ukraine sich qualifiziert und er mit einer guten Leistung bei Real Madrid wieder in den Kader der Ukraine kommt. Aber da ist noch ein drittes Spiel, was mich heute sehr interessiert. Und zwar um 21 Uhr. Brasilien gegen Frankreich. Vini und Endrick gegen Mbappé, Camavinga und Tchouaméni. Also ich freue mich da riesig drauf. Und weil ich mich so riesig freue und die Spiele sowieso schaue, viele haben mich von euch gebeten, ja, ich werde heute einen Watch-Along machen. Wir können zusammen diese Spiele schauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es zeittechnisch hinkriege, ob ich beide Spiele hinbekomme oder nur eins. Das sehen wir dann heute Abend. Aber wir sehen uns heute auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig. Ja, und in diesem Video unterhalten wir uns natürlich über die Länderspiele. Unsere Spieler haben Pressekonferenzen gegeben. Vini Junior, Kylian Mbappé und Arda Güler, alle haben sich auch zu Real Madrid geäußert. Insbesondere war interessant, was hat ein Kylian Mbappé gesagt? Gestern hatte ich euch gesagt, die Ärzte von Real Madrid haben ihm am falschen Knie diagnostiziert. Ist das wahr oder nicht? Wir hören uns an, was Kylian Mbappé gesagt hat. Ja, und als wenn das alles noch nicht schlimm genug wäre, kommt aus Frankreich die nächste unglaubliche Information. Denn das mit Kylian Mbappé soll kein Einzelfall gewesen sein. Auch ein Eduardo Camavinga soll am falschen Knöchel behandelt worden sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also, wie ihr hört, es wird ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video zunächst einmal mit einem dicken Dankeschön starten. Ich habe die erste Resonanz bekommen, dass unglaublich viele Anfragen gekommen sind für die Wappen von Dalux Design. Nicht nur Real Madrid Wappen, ihr liebt anscheinend auch andere Vereine. Vielen Dank, dass ihr da angefragt habt, dass ihr meinen Code genutzt habt. Viel Spaß mit den Wappen. Ja. Aber jetzt starten wir in das Ernst des Lebens, in die Länderspiele von unseren Jungs. Ich zeige euch zunächst einmal, wer von unseren Jungs jetzt in den nächsten 3-4 Tagen aktiv ist. Wie ihr seht, eine bunte Mischung. Wir haben Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Österreich, Brasilien etc. pp. Also die üblichen Verdächtigen. Ja, der einzige, der mir fehlt, ist dann Andrei Lunin. Trent Alexander-Arnold ist natürlich auch unverständlich, aber für Lunin tut es mir sehr leid, weil das, wie gesagt, das wichtigste Spiel für die Ukraine auch in den letzten Jahren ist. Ja, ich hätte mich für ihn gefreut. Über eine gute Leistung bei Real Madrid bin ich mir aber sicher, dass er es wieder in die Nationalmannschaft schaffen kann. Ja. Aber einer dieser Spieler hat nicht nur die Nationalmannschaft im Kopf, sondern hatte im Hinterkopf mit Sicherheit noch die Frage, wie viele Spiele werde ich gesperrt? Ich rede natürlich über Fede Valverde. Da ist gestern eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung lässt Munuera Montero meiner Meinung nach nicht in einem guten Licht. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Der Disziplinarausschuss verhängt gegen Valverde eine Strafe von einem Spiel. Sie wenden Gewalt im Spiel auf das Mindestniveau an. Es handelt sich nur um ein Spiel und nicht um 2, weil sie den Wortlaut des Berichtes ignoriert haben, in dem beschrieben wird, dass der Tritt, ohne dass sich der Ball im Spieldistanz befindete, erfolgte. Also, das spanische Schiedsrichterkomitee hat halbwegs ein Einsehen. Die können natürlich ihren Schiedsrichter nicht komplett zerstören und sagen, was hast du da für eine rote Karte gegeben? Aber die haben zumindest den Bericht so weit angezweifelt, dass es natürlich Quatsch ist, das hatte ich euch mit dem Foto auch bewiesen, dass der Ball nicht in der Nähe der Aktion war.
Also Moneda Montero hat wirklich versucht, hinter Real Madrid herzutreten und Valverde so lange wie möglich zu sperren. Aber das spanische Schiedsrichterkomitee hat ein Einsehen. Wahrscheinlich hat das auch mit der Beschwerde von Real Madrid zu tun, mit den Fotos, die im Internet aufgetaucht sind. Naja, trotz alledem fehlt Fede Valverde, wenn er aus der Nationalmannschaft zurückkommt, ins Spiel gegen Mallorca. Das ist ein wichtiges Spiel für den Madridismo. Mal schauen, vielleicht ersetzt ihn dann ein Jude Bellingham. Trotzdem, Fede Valverde in dieser Verfassung, ja, kann er sich ausruhen vor den wichtigen Spielen gegen die Bayern. Sehen wir es mal positiv. Ja, kommen wir jetzt aber zu den anderen Nationalspielern. Und der erste, über den ich mit euch reden möchte, ist Vini Junior. Der hat gestern eine Pressekonferenz gegeben. Der befindet sich in den USA. Dort trifft Brasilien heute auf Frankreich. Beide Nationalmannschaften haben klargemacht, es ist für uns kein Freundschaftsspiel, weil ganz viel Respekt vor Frankreich, ganz viel Respekt vor Brasilien. Mbappé hat das Gleiche auch zurückgegeben. Aber die letzte Frage, die an sich nichts mit Real Madrid zu tun hatte, ja, die hat wieder einmal Vini Juniors Charakter gezeigt und seine Liebe zu Real Madrid. Er wurde nämlich gefragt zu Antoine Griezmann, was er sagt dazu, dass er in die MLS wechselt und ob Vini selber in der Zukunft es sich vorstellen könnte, mal in der MLS zu spielen. Hören wir uns die Antwort von unserem Brasilianer an. Griezmann ist ein großartiger Spieler, der eine hervorragende Karriere in Spanien gemacht hat, aber auch in Frankreich mit seiner Nationalmannschaft. Ich wünsche ihm viel Glück. Ja, ich mag seinen Spielstil sehr, die Qualität, die er hat und alles, was er in seiner Karriere erreicht hat. Ich glaube, er wird der Liga sehr viel bringen. Er ist ein Spieler mit sehr viel Charisma und ich wünsche ihm und auch der Liga nur das Beste. Und was das Herkommen hierher angeht, ich weiß es nicht. Ich bin noch sehr jung, oder? Ich denke nicht daran, ich denke nicht darüber nach. Ich bin einfach bei Real Madrid und habe vor, dort noch lange zu spielen. Ja, ich spiele bei Real Madrid und habe vor, noch viele Jahre dort zu spielen. Ihr dürft nicht vergessen, Vini Juniors Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also hört sich das an nach einem Spieler, der nicht bei Real Madrid verlängern möchte? Für mich nicht. Ich sage immer wieder das Gleiche. Einige von euch sagen jetzt, Mario, habe ich schon 100-mal gehört. Aber immer wenn Vini Junior ein Mikrofon vor dem Mund hat, sagt er, ich liebe Real Madrid, ich möchte hier Geschichte schreiben, ich möchte meine Karriere bei Real Madrid Fußball spielen. Für uns ist das eine tolle Nachricht. Ich finde Vini Junior, auch wenn er nicht die besten Leistungen auf dem Platz zeigt, er ist ein Leader, er versteckt sich nie und vor allem, was mir aufgefallen ist, sein Verhalten in den letzten Wochen ist schon deutlich anders. Weniger meckern, weniger seltsame Aktionen auf dem Fußballplatz. Also, ich würde mich freuen, wenn Vini Junior bei Real Madrid verlängert. Ja, dann der andere Superstar von Real Madrid, Kylian Mbappé. Ich hatte euch gestern berichtet, Real Madrid hat ihn an seinem falschen Knie diagnostiziert. Er selber wurde dazu in der Pressekonferenz gefragt. Er wurde auch dazu gefragt, was er sagt, wie gut Real Madrid gerade unterwegs ist. Hören wir uns die Antwort des Franzosen einmal an. Nein, die Information, dass sie mein falsches Knie untersucht haben, stimmt nicht. Wie ich gesagt habe, bin ich vielleicht indirekt für diese Situation verantwortlich, weil wenn man nicht kommuniziert, was man hat und wenn man nicht sagt, was passiert, dann lässt man Raum für Interpretationen und jeder stürzt sich darauf. Ja, so ist das Spiel. Ich weiß, worauf ich mich einlasse, wenn ich kommuniziere oder eben nicht kommuniziere. Jetzt mit Real Madrid hatten wir immer eine ziemlich klare Kommunikation, egal ob ich meine Reha in Madrid begonnen habe oder als ich in Paris war, wo ich vom Arzt, einem Physiotherapeuten und dem Fitnesstrainer des Clubs begleitet wurde, mit denen wir von Paris aus gearbeitet haben. Also gibt es damit kein Problem. Ich denke, es ist sehr gut, dass die Mannschaft so spielen kann, denn das ist sehr wichtig. Es ist ein wichtiger Moment in der Saison. Für mich, der ich draußen war, war es wirklich wichtig, dass ich wollte, dass die Mannschaft die Spiele gewinnt, weil es entscheidende Momente waren. Ich wollte nicht, dass wir aus der Champions League ausscheiden und ich wollte auch nicht, dass wir in der Liga noch weiter zurückfallen. Das ist super und ich denke, das ist ein großer Druck für uns Spieler, die zurückkommen werden. Denn wenn die Mannschaft funktioniert, muss man sich einfügen und ich denke, das ist gut so. Ich denke außerdem, das sind die Unwägbarkeiten des Fußballs und dass jeder sehr kurzfristig denkt. Ich erinnere mich, als ich Anfang Januar verletzt war, haben wir den Königspokal und den Supercup verloren. Ich war nicht dabei. Alle dachten, ich wäre die einzige Lösung für den Verein, obwohl das nicht der Fall war. Und jetzt, wo wir gewinnen und die Mannschaft gut spielt, denken manche vielleicht, dass das Team auch ohne mich gut spielen wird.
und man wird sehen müssen, wie es ist, wenn ich zurückkomme. Ja, und ich fand den zweiten Teil der Antwort extrem interessant, wie er gesagt hat. Im Januar haben alle gedacht, Real Madrid ist von mir abhängig und die Jungs haben bewiesen, das ist nicht so. Die spielen auch ohne mich einen sauguten Fußball und wir, die zurückkommen, müssen uns jetzt anpassen. Das ist das, was ich euch gestern in meinem Video gesagt habe. Meint ihr, ein Bellingham und ein Mbappé, die kriegen nicht mit, was in der Presse vorgeht? Dass alle sagen, die sind das Problem, ohne die funktioniert Real Madrid besser? Er hat klar gemacht, wir müssen uns jetzt erstmal wieder anpassen. Die Jungs brauchen mich nicht, um einen guten Fußball zu spielen. Und ich finde wichtig, dass er das auch einsieht. Ja, vielleicht beweist er ja auf dem Platz, dass er das wirklich verstanden hat. Und vielleicht zerreißt er sich in der Rückwärtsbewegung wie ein Brahim. Das wären die besten Nachrichten für den Madridismo. Ja, und dann hat er natürlich am Anfang dementiert, dass Real Madrid ihm am falschen Knie diagnostiziert hat. Er sagt, er wäre selber schuld, er hätte Raum zur Interpretation gegeben. Ja, und ich habe mich gewundert, wie reagieren jetzt diese ganzen Zeitungen, die die Information gebracht haben? RMC, L'Equipe, El País, also das ging ja gestern noch viel weiter. Alle großen Medien haben das Ganze berichtet. Ja, und die ersten Radiosender haben gestern Abend sofort darauf geantwortet. Ich möchte keine Meinung äußern und nur bei den Fakten bleiben. Innerhalb von Real Madrid gibt es Quellen, die Kylian Mbappés Behauptungen dementieren. Deutlich. Man sagt, Mbappé sage nicht die Wahrheit und deshalb vertraue ich diesen Quellen. Quellen von Real Madrid erklären gegenüber dem SR-Netzwerk, dass Mbappé lügt, dass er auf der heutigen Pressekonferenz nicht die Wahrheit gesagt hat. Das Wort Lügen ist sehr stark. Deshalb ist es vielleicht direkter zu sagen, dass er nicht die Wahrheit sagt. Weil es ihm nicht passt, weil er einen Brand löschen muss, weil es für ihn, seinen Verein und sogar für die Nationalmannschaft im Moment am vorteilhaftesten ist. Nein, hier. Ich verlasse mich auf die Version, die die Cadena Ser bei Real Madrid erfragt hat. Und Real Madrid sagt uns, dass das, was in Frankreich veröffentlicht wird, wahr ist. Daher sagt Mbappé heute laut der Quelle, auf die wir uns beziehen, nicht die Wahrheit. Andererseits erkennt Madrid an, dass es einen Diagnosefehler gab und dass sie deshalb im Januar einen Teil des medizinischen Personals ausgetauscht haben. Leute, die nicht entlassen wurden, aber nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Und dass sie sich entscheiden, eine andere Person an die Spitze des medizinischen Dienstes zu stellen. Ja, und das war nur ein Video von vielen. Ich habe locker 6, 7 Videos zu dem gleichen Thema. Alle sagen genau das Gleiche. Ich kann euch die nicht zeigen, das sprengt sonst jedes Video, aber alle sagen das Gleiche. Kylian Mbappé lügt. Die sagen auch, dass er lügt auf Anweisung von Real Madrid, damit der Verein nicht in einem schlechten Licht dasteht. Alle sagen, diese Informationen sind doppelt und dreifach geprüft. Real Madrid selber, einige Leute da aus dem Vorstand, aus dem Entourage Real Madrid, haben diese Information bestätigt gehabt. Ja, und damit hört es nicht auf. L'Equipe hat noch einen draufgesetzt. Ich zeige euch mal diesen Artikel, aber ich möchte, dass wir uns auf den unteren Teil konzentrieren. Die Geschichte klang unglaubwürdig, ist aber leider wahr. Wie RMC am Montagabend berichtete und mehrere spanische Medien am Folgetag bestätigten, untersuchen die Ärzte von Real Madrid tatsächlich Kylian Mbappés Knie im Rahmen der Untersuchung seiner Verletzungen Anfang Dezember. Das falsche Knie. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen. Laut mehrerer Quellen wurde bei der MRT-Untersuchung am 3. Dezember in Bilbao auch Eduardo Camavingas Knöchel am falschen Bein untersucht. 4 Tage später saß er beim Spiel gegen Celta Vigo auf der Bank, bevor er 2 Wochen ausfiel. Also, wie gesagt, ich selber bin nicht in der Kabine von Real Madrid. Ich bin nicht im MRT, sitze daneben und gucke, was die Ärzte da gemacht haben. Ich kann euch keine 100% geben bei Kylian Mbappé oder bei Eduardo Camavinga. Aber wir haben auf der einen Seite einen Kylian Mbappé, der das jetzt verneint. Was soll der denn auch sagen? Frage ich mich. Auf der anderen Seite haben wir El Mundo, L'Equipe, RMC, wir haben Ramon Álvarez de Mon, ich habe 2, 3 weitere Insider, die das gesagt haben. Alle Zeitungen haben das bestätigt. Dazu ist es ja auch kein Zufall, dass Anfang Januar seltsamerweise der Mihic zurückgekommen ist als Chef vom medizinischen Team. Also warum hat Real Madrid das denn sonst gemacht? Wie gesagt, ich bin der Meinung, auch wenn es unschön ist, ich muss auch, wenn bei Real Madrid etwas schief läuft, das so benennen. So verstehe ich nun mal meinen Kanal. Ich versuche immer ehrlich zu sein. Und ich glaube, Kylian Mbappé hat gelogen. Ob das bei Eduardo Camavinga stimmt,
Gar keine Ahnung. Da kenne ich noch nicht die großen offiziellen Quellen. Naja, L'Equipe ist eine Quelle, aber die verwerfen ja auch selber auf mehrere Quellen. Also die sagen ja nicht, dass sie es selber wussten. Aber wie gesagt, insbesondere beim Fall Kylian Mbappé sagen alle Sender, auch die Radiosender, El Larguero oder Cope etc., Partidazo, die sagen alle, die haben das nachgeprüft und es ist tatsächlich wahr. Naja, wie gesagt, bin ich gespannt, wie lange uns dieses Thema noch verfolgt. Ihr könnt euch natürlich eure eigene Meinung bilden. Ich glaube tatsächlich, Kylian hat uns angelogen. Ja, und dann kommen wir zu dem Protagonisten, zu dem Jungen, der heute wahrscheinlich das wichtigste Spiel in seiner Karriere hat, Arda Güler. Zunächst einmal eine Statistik, die ich euch gestern zeigen wollte, als ich über den jungen Türken geredet habe, aber vergessen hatte, bin ich ganz ehrlich. Auch ich mache Fehler, aber lasst das meine Frau bitte nicht hören. Nein, Spaß. Nein. Arda Güler, dieser Spieler, ich weiß nicht, was damit los ist, warum er sich immer so beweisen muss, warum immer so viel Hate um ihn herum ist, warum er immer versucht wird, niedrig zu halten, anstatt dass wir dieses Talent alle zusammen genießen. Naja, wie dem auch sei, Arda Güler, die Statistik hat mich komplett umgehauen, ist der Spieler in der La Liga und der Spieler in der Champions League, der die meisten Torchancen kreiert. Leute, wir reden hier über La Liga mit Pedri, mit De Jong, mit Lamine Yamal, mit Bellingham, kommt mir mit wem ihr wollt, Isco spielt da, also wirklich, wir reden über La Liga und wir reden über die Champions League. Mit den Bayern, die alles zerstören, mit Arsenal, die alles zerstören, mit Barcelona, die dann super Fußball spielen. Wir reden über Olise, wir reden über Kane etc. Und der Spieler, der von allen die meisten Torchancen kreiert, ist Arda Güler in beiden Wettbewerben. Das ist doch kein Zufall. Ihr müsst doch anfangen, diesen Jungen zu genießen. Fangt endlich an, den Fußball mit den Augen zu gucken und hört auf, den Neid euch zerfressen zu lassen. Naja, wie gesagt, das ist mein Ratschlag. Wie dem auch sei, auch Arda Güler, der war gestern in der Pressekonferenz der Türkei. Ich glaube, das zeigt auch ein bisschen den Stellenwert von Arda Güler in der Nationalmannschaft. Wir reden hier über das wichtigste Spiel der letzten 20 Jahre. Und da sitzt kein Hakan Çalhanoğlu oder wer auch immer. Da sitzt ein Arda Güler in der Pressekonferenz. Das sagt für mich schon einiges aus. Naja, ich habe mal so ein paar Antworten von Arda Güler für euch zusammengeschnitten und übersetzt. Hören wir uns die zusammen einmal an. Das ganze Land fiebert diesen Spielen entgegen. Zuerst möchte ich Arda meine Frage stellen. Arda, viel Glück. Das ist in diesem Alter wirklich wichtig. Die Weltmeisterschaft rückt nun sehr nahe. Nun, zuallererst möchten wir Ihre Gefühle verstehen. Denn jeder Satz, der aus deinem Mund kommt, gibt allen Vertrauen. Und du weißt, wie sehr dich alle mögen. Wie ist also die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft? Was sprecht ihr über die Weltmeisterschaft? In Spielerinterviews hieß es, wir kennen die Geschichten von 2002. Jetzt wollen wir unsere eigenen schreiben. Werden unsere eigenen Geschichten kommen? Ich hoffe, dass sie kommen werden. Denn bei der Weltmeisterschaft 2002 war ich noch nicht einmal auf der Welt und das ist eigentlich wirklich traurig. Hoffentlich können wir unser Abenteuer, das morgen beginnt, auf eine sehr schöne Weise fortsetzen. Eigentlich ist unser einziger Traum, seit wir im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden sind, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Deshalb ist es nicht nur die Motivation von heute, sondern wir haben auch eine sehr starke Generation, eine sehr eng verbundene, schöne Freundschafts- und Familiengruppe. Und deshalb haben wir seit 2 Jahren die Spiele erreicht, die wir uns vorgenommen haben. Deshalb sind wir alle sehr konzentriert und sehr aufgeregt. Und unser einziger Traum ist es, gemeinsam zur Weltmeisterschaft fahren zu können. Erdem Akbağ, meine Frage richtet sich an Arda. Hoffentlich fahren wir zur Weltmeisterschaft. Also Arda, bei Real Madrid haben wir dich früher als linken Mittelfeldspieler und auch auf dem linken Flügel spielen sehen. Ganz innen, rechter Flügel, manchmal Nummer 8. In der Nationalmannschaft sehen wir dich hingegen viel häufiger auf der Zehnerposition. Wie läuft es deiner Meinung nach mit deiner eigenen Karriereentwicklung? Wie fühlst du dich dabei? Trotz des Trainerwechsels bei Real Madrid bekommst du weiterhin Einsatzzeiten. Was kannst du über deine Entwicklung sagen? Ich denke natürlich, dass meine Entwicklungskurve nach oben zeigt. Wie Sie gesagt haben, kann ich auf vielen Positionen spielen und das verschafft mir tatsächlich viele verschiedene Perspektiven. Ich denke, dass das auch meine Sichtweise erweitert. Ich glaube, dass ich mittlerweile beide Seiten des Spiels besser spielen kann. Natürlich hat der Trainer andere Erwartungen, wenn ich etwas defensiver spiele. Hier in der Nationalmannschaft sind die Erwartungen unseres Trainers anders, wenn ich etwas mehr als Zehner spiele. Ich versuche natürlich, mich an alles anzupassen, denn ich weiß, dass mich das weiterentwickeln wird. Deshalb ist es gerade für die Nationalmannschaft eigentlich nicht so wichtig, auf welcher Position wir spielen.
Natürlich weiß unser Trainer es besser als wir, aber ich bin sehr glücklich über die Rollen, die ich bekomme, die Spielminuten, die ich erhalte und über meine Bedeutung im Team. Selin Kokertürk, Sports Digital. Zunächst wünsche ich dir viel Erfolg für morgen. Meine Frage richtet sich auch an Ada. Ihr setzt euren Weg in der Champions League fort und wir sind auch nur 2 Spiele von der Weltmeisterschaft entfernt. Wie fühlt es sich für dich an, mit 21 Jahren in einer Saison beide Erfahrungen zu machen? Vielen Dank. Natürlich ist das ein ganz besonderes Gefühl, denn die Weltmeisterschaft ist als Land das besonderste Turnier, der besonderste Ort, an dem wir teilnehmen können. Wir möchten unbedingt dorthin fahren. Genauso ist es auch. Real Madrid und die Champions League sind auf Vereinsebene das höchste Niveau, auf dem ich spielen kann. Sowohl die Spiele dort zu spielen, als auch hierher zu kommen, hilft mir sehr. Da ich in beiden Turnieren spielen kann und wir hoffentlich auch zur Weltmeisterschaft fahren werden, fühle ich mich sehr glücklich und privilegiert. Ich war noch nicht einmal geboren, als die Türkei das letzte Mal bei einer WM war. Er redet darüber, dass eine tolle Familie, eine tolle Gruppe haben, dass die natürlich motiviert sind bis auf die Haarspitzen. Spezifisch wurde er auch nochmal gefragt, was das für ihn bedeutet. Und er hat gesagt, ich bin hier nichts Besonderes im Vergleich zu allen anderen. Wir alle haben den gleichen Traum. Ja, also es war schön mit anzuhören. Ich bin mir sicher, die Türkei wird heute alles auf dem Fußballplatz geben. Die Stimmung im Stadion, boah, Gänsehaut. Ich wünsche mir tatsächlich im Stadion zu sein. Wahrscheinlich würde ich einen Trommelfellbruch bekommen. Naja, aber insbesondere interessiert mich natürlich auch, was er über Real Madrid gesagt hat. Und was er gesagt hat darüber, dass er in verschiedenen Positionen spielt. Viele sehen das ja immer negativ. Warum spielt er nicht auf der 10? Warum spielt er jetzt da? Warum spielt er jetzt da? Und er selber, der Protagonist, sieht das positiv. Er sagt, so entwickelt er sich weiter. Spielt er links, lernt er neue Sachen dazu. Spielt er rechts, lernt er neue Sachen dazu. Spielt er hinten, spielt er vorne. Der lernt immer weiter und im Endeffekt ist das doch das Beste, was ihm passieren kann, was Real Madrid passieren kann und was der Türkei passieren kann. Ein Spieler, der von Spiel zu Spiel ein besserer Allrounder wird. Ja, also wie gesagt, wieder einmal nur positive Worte. Auch sein Vater hat ein Interview gegeben. Also, und er hat auch gesagt, Arda Güler fühlt sich bei Real Madrid wunderbar. Er selber sagt auch, er ist froh mit seiner Rolle, mit seiner wachsenden Rolle. Er wird immer wichtiger. Also, gute Nachrichten für Real Madrid und damit auch gute Nachrichten für die Türkei. Ja, wie gesagt, das war das Video von heute. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem zu sagen habt. Was sagt ihr zur Sperre von Valverde, zu Vini Junior, dass er bei Real Madrid bleiben möchte, zu dem Dilemma Mbappé, Camavinga und den Ärzten von Real Madrid? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, und sagt mir auch, ob ihr heute beim Watchalong dabei seid. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video, teilt dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns heute Abend. Bis dahin. A la Madrid!